Du lernst schon seit Monaten und Smalltalk ist trotzdem schwer? Viele machen zwei große Fehler. Nur App und zu viel Grammatik auf einmal. Heute zeigen wir dir einfache Methoden, mit denen du schneller Deutsch lernst, direkt für Alltagssituationen wie Kaffee, Büro und Freundetreffen. Auf A1 bis A2. Genau, du bekommst gleich einen klaren Miniplan für 4 Wochen, plus ein kurzes Rollenspiel zum Üben. Am Ende kannst du selbstbewusst bestellen, kurze Fragen stellen und deinen Lerntag planen. Also, los geht's! Hey zusammen, ich bin Tim. Schön, dass ihr da seid. Ich habe selbst mit Sprachen viel gekämpft, und ja, Tempo kommt, wenn man richtig übt, nicht wenn man nur mehr macht. Und ich bin Julia. Heute gehen wir echt praktisch vor, weniger Theorie, mehr Sprechen, mehr Kontext. Und wir räumen ein paar Mythen auf, okay? Also, viele Fragen. Soll ich Kurse machen oder nur Apps? Meine Meinung. Misch es, aber mit klarer Zeit. Zum Beispiel 20 Minuten App für Vokabeln, 30 Minuten Sprechen, 10 Minuten Wiederholung. Fertig. Ja, und sprechen heißt wirklich sprechen, nicht nur im Kopf. Such dir einen Tandempartner, also eine Person, die mit dir tauscht. Du hilfst in deiner Sprache, sie hilft dir in Deutsch. Jetzt gleich ein Mini-Rollenspiel, damit du weißt, wie das klingen kann. Stell dir vor, du triffst dein Tandem im Café. Ich bin die andere Person, du bist du. Erst ganz simpel. Hi, bist du Tom? Ich bin Julia. Wollen wir heute auf Deutsch sprechen? Ich bin noch Anfängerin, also bitte langsam, ja? Ja, klar. Kein Problem. Sollen wir mit einer kleinen Vorstellung anfangen? Ich fange an. Ich heiße Tim, ich komme aus Köln und ich lerne Spanisch. Super, danke. Ich heiße Julia, ich komme aus München, und ich lerne Deutsch seit 6 Monaten. Mein Ziel heute ist, Kaffee bestellen und 3 Fragen stellen. Klingt gut. Bestell mal. Und ich höre zu und helfe ein bisschen, okay? Hallo, ich hätte gern einen Cappuccino, bitte. Und haben Sie vielleicht Hafermilch? Ach, und könnten Sie das bitte in einer kleinen Tasse machen? Perfekt. Das war schon sehr klar. Vielleicht noch, könnte ich den Cappuccino mit Hafermilch haben? Das klingt ein bisschen runder, aber deine Version ist total okay. Siehst du, das ist der Punkt, kurze Ziele, klare Sätze, echte Situation. Und sofort Feedback, aber freundlich. So lernst du viel schneller als nur mit Listen. Apropos Listen, viele hängen an Vokabellisten fest. Ich sag immer, lern Wörter im Kontext. Mach dir Minigeschichten, so 2, 3 Sätze. Zum Beispiel, ich wache auf, ich mache Kaffee, ich treffe meinen Tandempartner. Schon hast du die Verben im Kopf. Genau, und das passt zu einer Sache, die ich echt überraschend fand, ein Deutschtag zu Hause. Also ein ganzer Tag nur Deutsch, Musik, Serien mit Untertiteln, kurze Nachrichten, und du sprichst auch laut mit dir selbst. Klingt komisch, ist aber super für Tempo. Ja, und du brauchst dafür nicht in Berlin zu sein. Du baust dir dein kleines Berlin im Wohnzimmer. Wichtig ist, vorher planen. 3 Blöcke, Input, Output, Wiederholung. Input ist Hören und Lesen, eine kurze Serie, ein einfacher Podcast, ein kurzer Text. Output ist Sprechen und Schreiben, 5 Minuten Sprachnachricht an deinen Tandempartner und 5 Sätze Tagebuch. Wiederholung heißt, markiere 3 neue Wörter und nutze sie heute nochmal. Lass uns kurz über Fehler sprechen, die ich oft sehe. Erstens, nur App. Dann kannst du Lücken tippen, aber in echt kommst du ins Stocken. Zweitens, nur Grammatik. Dann hast du schöne Fälle, aber kein Gespräch.
Ja, das frustriert auch Muttersprachler. Du bist grammatikalisch korrekt, aber sagst nichts Natürliches. Besser, einfache Sätze, aber schnell reagieren. Das fühlt sich lebendig an. Mini-Quiz, Nakam, Check. Was ist ein Deutschtag? Und was heißt Tandempartner nochmal? Deutschtag, ein Tag, an dem du so viel wie möglich auf Deutsch machst. Tandempartner, eine Person, mit der du Sprachen tauscht und zusammen übst. Wenn du das parat hast, bist du gut dabei. Cool. Jetzt kurz zu Methoden, die wirklich Tempo bringen. Eine Sache, Shadowing. Du hörst einen Satz, stoppst und sprichst ihn direkt nach, mit gleicher Melodie. Nimm dich auf, hör rein, wiederhol's. Ich mag auch Satzbausteine. Also feste kleine Muster, die du überall nutzen kannst. Zum Beispiel, könnten Sie bitte, ich hätte gern, wie sagt man, mit 10 Bausteinen kannst du schon viel reden, echt? Und setz dir klare Zahlen, Ziele. Zum Beispiel, jeden Tag 30 Minuten sprechen, 10 Sätze schreiben und 5 Minuten Grammatik. Grammatik ist wichtig, aber kurz und gezielt. Heute nur Akkusativ bei Artikeln, morgen nur Präpositionen mit zu. Storyzeit, ganz kurz. Ein Freund von mir hat in etwas mehr als 2 Jahren von 0 bis C1 geschafft, mit Vollzeitjob. Er hat jeden Tag gesprochen, wirklich jeden, auch wenn es nur 10 Minuten im Auto war. Das gab Rhythmus und Mut. Erinnert mich an eine peinliche Situation von mir. Ich hab mal im Restaurant das falsche Genus benutzt und der Pizza gesagt. Alle haben gelacht, und dann war die Stimmung lustig und locker. Seitdem lerne ich neue Nomen sofort mit Artikel und einem Beispielsatz. Genau, mach's so. Die Pizza ist lecker, ich bestelle die Pizza. Oder der Kaffee ist heiß, ich trinke den Kaffee, Artikel plus ein Verb, fertig. Und dann benutzt du's am gleichen Tag in einer Nachricht oder im Laden. Kaiser Reality Check. Curse versus Selbstlernen. Leute streiten da ja, aber ich sag, nimm das Beste aus beiden Welten. Ein Kurs gibt Struktur und Feedback, Selbstlernen gibt Flexibilität und Tempo. Misch es, wie's zu deinem Alltag passt. Und was ist mit Technik, also künstlicher Intelligenz? Ich finde, es ist ein Werkzeug, kein Ersatz für echte Gespräche. Lass dir Sätze prüfen, hol dir Beispiele, aber sprich danach mit Menschen. Sonst fehlt die echte Reaktion und dieses kleine Chaos, das dich schnell macht. Absolut. Du kannst KI bitten. Gib mir 5 einfache Sätze mit weil über mein Wochenende. Dann liest du laut vor, änderst 2 Sätze und sprichst sie mit deinem Tandem. Technik bereitet vor, Menschen machen's lebendig. Noch ein kurzes Rollenspiel, diesmal im Büro. Thema: Du willst freundlich üben und um Korrektur bitten. Ich bin deine Kollegin, okay? Alles klar. Julia, hast du kurz Zeit? Ich lerne gerade Deutsch und würde heute gern auf Deutsch sprechen. Wenn ich einen Fehler mache, kannst du mich bitte nett korrigieren? Ja, klar, gern. Wir können in der Kaffeepause anfangen. Wenn du möchtest, sage ich nur ein Wort, also den richtigen Artikel oder das richtige Verb. Passt das? Super, das hilft mir sehr. Und wenn ich etwas nicht verstehe, sag ich einfach, könntest du das bitte nochmal sagen? Oder was bedeutet das? So bleib ich im Gespräch. Siehst du, genau das brauchst du, 3 Rettungsphrasen. Können Sie das wiederholen? Wie sagt man, langsamer, bitte, mit diesen Sätzen kannst du überall überleben, auch wenn dir Wörter fehlen. Lass uns über Wochenstruktur sprechen. Mach dir einen kleinen Plan, aber leicht. Montag bis Freitag. Jeden Tag 3 kleine Aufgaben. Samstag, Wiederholen und Spaß.
also Film schauen oder Freunde treffen. Sonntag, kurzer Check, Ziel für nächste Woche setzen. Und bitte, bleib flexibel. Wenn du müde bist, mach nur 10 Minuten Shadowing und 2 Sätze schreiben. Konstanz schlägt Perfektion. 100% an einem Tag bringen weniger als 30% an 5 Tagen. Noch ein Tipp zu Vokabeln. Statt 10 neue Wörter isoliert zu lernen, nimm 3 Wörter und bau eine Miniszene. Beispiel: Supermarkt, Kasse, Münzen. Szene: Ich stehe an der Kasse, ich habe nur Münzen und ich lache mit der Kassiererin. Das bleibt im Kopf. Und hör auf, jeden Fehler groß zu machen. Fehler zeigen, wo du gerade lernst. Wenn ein Muttersprachler dich versteht, ist es gut genug. Später kannst du's schöner machen. Was tun, wenn du keine Zeit hast? Mark Microabungeon. Beim Zähneputzen, nenn 5 Dinge im Bad. Im Bus, beschreibe, was du siehst. Vor dem Schlafen, ein Satz über den Tag, zum Beispiel: Heute habe ich meinen Deutschtag geschafft und ich bin stolz. Noch was zur Aussprache. Mach langsame Lippen- und Zungenbewegungen mit schwierigen Lauten, zum Beispiel CH, wie in ich oder Buch. Sag 10-mal ich, mich, nach, Buch, aber gemütlich. Dann in einen Satz: Ich suche nach dem Buch, das hilft sofort. Und wenn du mal null Motivation hast, ruf deinen Tandempartner an und sag offen: Ich habe heute wenig Energie, können wir nur 10 Minuten reden? Kurz ist besser als gar nicht. Danach fühlst du dich meist besser. Kleines Motivationsmantra, jeden Tag ein bisschen, und ich bleibe locker, schreib das irgendwo hin. Und belohne dich, nach dem Deutschtag ein gutes Essen oder eine Folge deiner Lieblingsserie auf Deutsch, klar. Bevor wir schließen, eine konkrete Frage an euch. Hast du schon mal einen Deutschtag ausprobiert? Wenn ja, was hat am besten funktioniert? Shadowing, Tandem, Minigeschichten oder was ganz anderes? Und wenn du noch keinen Deutschtag hattest, welche 3 kleinen Aufgaben würdest du morgen testen? Schreib's dir jetzt kurz auf, damit es wirklich passiert. 3 Punkte reichen. Kurzer Abschlusstipp: Heute noch tun. Such dir jetzt einen Satzbaustein, zum Beispiel Ich hätte gern, und nutz ihn 2-mal. Einmal im Café, einmal per Sprachnachricht. Morgen nimmst du den nächsten Baustein. Und hey, wenn du das wirklich im Kopf behalten willst, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und kleinen Übungen gibt's gratis auf Vocabli. Der Link steht in der Beschreibung. Mach's dir leicht und klick später mal rein. Genau, nimm dir die Karten, üb kurz und dann raus ins echte Gespräch. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim nächsten Deutschtag. Bis bald.